Typisch mazedonisch ist Rakia und Ayvar. Typisch deutsch ist, wenn die Leute sagen, ich bin nicht typisch deutsch. Das ist für mich typisch deutsch. Ich bin Marina, bin 25 Jahre alt, komme aus Mazedonien und bin hier, also ich studiere hier und ich arbeite. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich im Gymnasium mit Deutsch angefangen habe, ein bisschen. Aber auch, ich habe auf meine innere Stimme gehört. Einfach. Ich hatte irgendwie Bock, nach Deutschland zu kommen. Und ich denke, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wusste ich gar nicht, wie limitiert einfach ich bin. Wie wenig Verständnis ich für die Menschen habe und dass ich wusste nicht, wie viel ich nicht gesehen habe. Marina vor 3 Jahren hatte mehr Ängste als Marina jetzt und hatte voll viele Warum-Fragen, warum die das machen, warum das so ist, warum. Und jetzt hat die Marina viele Antworten bekommen. Deutschland hat so ein bisschen einen schlechten Ruf in meiner Heimat. Dass die Deutschen kalt sind, dass die keine Gefühle haben. Deswegen voll viele aus meiner Heimat, die nach Deutschland kommen, suchen sofort mazedonische Kreise oder jugoslawische Kreise. Und ich habe mich von Anfang an geöffnet für alles Mögliche und ich habe jetzt Freunde aus der ganzen Welt. Und ich kann sicher sagen, das stimmt nicht. Die sind alle toll. Ich habe 1000 peinliche Situationen, wenn es um die Sprache geht. Ich habe als Spaß jemandem gesagt, dass das eine Missgeburt ist. Ha. Der hat irgendwas erzählt von Geburt, dass irgendwas passiert ist bei der Geburt. Und ich habe ihm gesagt, ja, deswegen bist du Missgeburt geworden. Ha. Und das war für mich lustig und für ihn gar nicht. Solche Situationen habe ich ein paar. Ich habe ja keine Connection, keine Verbindung zu diesen Worten. Ich weiß nicht, wo es passend ist, wo nicht. Ich lerne noch. Meine Mitbewohnerin hat mich 2016 in Mazedonien besucht und die ist begeistert von dem Land. In jedem Dorf an einem bestimmten Tag haben wir Feier, dann treffen sich die Leute und tanzen in Kreise. Unser Oro. Es geht nicht um 10 oder 20 Leute, sondern die ganze Stadt. 1000 von Menschen, die zusammenhalten und Spaß haben und tanzen. Sie war total begeistert von unserem Zusammenhalten. Wir haben Videos gemacht von ihr, wie sie tanzt. Hier fühle ich mich freier, weil hier hat man mehr Möglichkeiten, besonders junge Menschen. Ich habe angefangen, das als Problem zu sehen, weil ich weiß nicht mehr, was ich zuerst machen sollte. Und in Mazedonien habe ich keinen Zeitdruck, aber die Möglichkeiten sind auf 0 und den Einfluss von der Umgebung, von der Familie, von den Eltern, von allem, das ist manchmal zu viel. Die Freiheit ist frei, aber hat Preis und ich bezahle den Preis. Ja. Also mehr emotional als materiell. Seitdem ich in Deutschland bin, also am Anfang habe ich nur die Sachen gesehen, die mir gefallen und die ich in meiner Heimat nicht habe. Aber mit der Zeit habe ich angefangen auch zu sehen, die Nachteile und die Sachen, die ich in meiner Heimat hatte und hier nicht mehr. Zum Beispiel Familie und die Freundschaften, die ich jahrelang gebaut habe. Jetzt habe ich noch Kontakt und ich habe die immer noch, aber es ist nicht, ich bin so emotional. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn man in der Heimat ist. Es gibt Momente, wo ich mich selber gefragt habe, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber das ist ganz normal. Also nach bestimmter Zeit sieht man, das macht keinen Sinn, das sind nur emotionale Momente. Ich weiß, dass jeder diesen Kampf hat und ich würde den Neuen sagen oder die noch nicht da sind, einfach ignorieren diese Momente. Durchmachen
und dann weiterleben. Die sind überhaupt nicht wichtig. Alles wird gut. Ja. Eine Sache, die ich noch nicht verstanden habe über die Deutschen, warum die eine Kartoffel kochen und dann zermatschen die Kartoffel und dann von dieser Kartoffel machen die andere Kartoffel und dann nennen die das Knödel. Das habe ich nie verstanden.